Die Bar war still, nur das Klappen von Gabeln und der Geruch von Speckfett. Ein alter Mann im Rollstuhl saß allein und es sein Frühstück. Dann flog die Tür auf. Ein Grupp ledig gekleideter Biker stürmte hierin laut, betrunken und auf Arge aus, der Raum erstarrt außer ihm. Der alte Mann sagte nicht zusammen, schaut nicht weg. Sein Blick traf ihre, ruhig, fest, unerschütterlich. Ein Biker nörter, was glotzst du so, Alter? Staffte herüber und packte den Veteran am Hemd. Riss. Der Stoff riss weit auf und entfällt ein schwarzes Dolch-Tattoo, tief in sein Brust eingitzt. Darunter die Zahl, 182. Die Biker Brachen in Galacta aus in Netznastatu, Opa. Was soll die Zahl bedeuten? Der alte Mann lehnte sich vor, sein Stimulis und Messerscharf, sie bedeutet, dass ich 182 Männer getötet habe. Und dieser Dolch? Machte ein Pause, sein Augen brannten. Das ist das Zeichen der Navy Seals. Das Galacta starb innen in der Kehle. Und irgendwo in der Eck wollte ein Mann bereits ein Nummer, die als Veranden sollte. Die Morgenson fiel durch die staubigen Fenster einer kleinen Raststättenbar. Teller klirren, Kaffeesichter in der Kann, und der Duft von Speck hing schwer in der Luft. Am Ecktisch saß ein alter Mann im Rollstuhl, seine Haltung aufrecht, sein Blick ruhig. War nicht gekleidet, so beeindruckend, nur ein schlichtes Flannelhemd, abgetragen Jeans und Stiefel, die besser Tage gesehen hatten. Sein silbernes Haar war kurz geschnitten, sein Gesicht gezeichnet von Jarrenwolle Wetter und Krieg. Die anderen in der Bar bemerkten ihn kaum, während sie ihr Frühstück einnahmen. Für sie war nur ein weiterer alter Hordigan, ein vergessen Ziel, die still durch das Leben rollte. Doch war Geno hinter, erkannte etwas in seinem Blick etwas Unerschütterliches, die Art von Blick, der nicht einem gebrechlichen Mann gehört, sondern jemandem, der bereits durch das Feuer gegangen und auf der anderen Seite wieder herauskommen war. Die Barkneip flog auf. Ein heißer Morgenwind weht hierin, zusammen mit einer Gruppe in Lederjacken und schweren Stiefeln. 6 Biker stürmten den Laden. Lauts Galacta quol aus ihren Munden. Der Geruch von Alkohol haftet innen, selbst zu dieser frühen Stund. Stimmen verschluckten den Raum spottisch, schreiend, die Fausten auf Tische schlagend, während sie die mit für sich beanspruchten, als gehört innen der Laden. Die Blicke wandten sich ab. Niemand wollte Arge. Der Wirt schaut weg und poliert ein Glas, das bereits sauber war. Die Kellnerinnen pressten die Lippen zusammen und bewegten sich schneller, in der Hoffnung, die Männer würden essen und gehen. Nur nicht der alte Mann. Es weiter sein Eier, schnitt sie mit gleichmäßiger Präzision, kaute langsam, als konnte nichts auf der Welt ihn erschüttern. Einer der Biker bemerkt es, sein Grinsen verwandelt sich in etwas Hässliches. Hey, bellte Cure durch den Raum. Hast du ein Problem, Alter? Der Veteran hob langsam, bedächtig die Augen. Sie hefteten sich auf die Biker nicht mit Wort, nicht mit Angst, sondern mit einer Still, die tiefer schnitt als jede Beleidigung. Der Biker erstarrt mitten im Schritt, als trugen dies Augen ein Gewicht, das nicht erklären konnte. Aber Stolz brannte heißer als Sogen. Nörter, glotz mich nicht so an, und staffte nahe, Schwerstiefeldampf gegen den Holzboden. Die Gans Bar hielt den Atem. Gabeln blieben auf halbem Weg stecken. Gespräch erstarben so still. Ragte über dem alten Mann auf und bügt sich so nach Herren, dass ihr Brust sich fast beruht. Dann schoss sein Hand in einem Auflacken von Watt vor und packte den Veteran am Hemdkragen. Sein Faust verdreht den Stoff, zerrt fest. Riss. Das Geräusch holte wie ein Schuss. Das Hemd des alten Mannes riss auf, die Knöpfe sprangen ab,
der Stoff viel weit über sein Brust. Ein Ronen ging durch den Raum. Und die war es. Ein schwarzes Dolch-Tattoo, tief in sein verwitterte Haut eingitzt. Die Tinte dunkel und scharf, selbst nach all die Senjaren. Unter der Clinch stand ein Saal, fett und unnachgiebig, 182. Die Biker brachen in gelagte Aus der sein Hemd hielt, sägte und spottet, schaut dassen. Der Alte denkt, ist ein harter Kerl. Was ist das Tint? Ein anderer Biker bügt sich vor und nifft die Augen zusammen. Was soll die 182 bedeuten, ha? Die Anzahl der Bier, die du verschüttetest. Ich gelagte Fulte die Bar, grausam und spottisch. Einig der Gast schatten weg Aus Mitglied. Die senkten den Blick, souverän stickt, in den Stem hineinzogen zu werden. Doch der alte Mann bewegt sich nicht, sagt nicht zusammen. Sein Stimme, als sie kam, war leis, trug aber die eisige Klarheit durch die Still, die Saal, sagte seinen Blick auf die Biker gerichtet, ist mein Abschlusslist. Das gelagte Brach ab, als hat ein Clinch ist durchgeschnitten. Zum ersten Mal sogeten die Biker. Das Tattoo war nicht nur Tinte. Es war ein Brandzeichen, das zur Einheit der Navy Seals gehört, ein Symbol, das Geschickten trug, die sich niemand in dieser Bar auch nur vorstellen konnte. Das Grinsen des Bikers schwankte. Abschlusslist. Was bist du dein Soldat? Der alte Mann lehnte sich vor, sein Blick unverwandt, nicht den Art die Art. Der Biker schlagt, doch bevor antworten konnte, wandte der alte Mann sich wieder seinem Frühstück zu, ruhig wie und je. Als bedeutet das Aufreißen alter Wunden überhaupt nichts. Dies Ruhe war schlimmer als Drohung. Sie wären sichert sie mehr als Jeds Schreien es hat tun können. Doch Biker lebten von Stolz. Sie konnten vor einem Publikum nicht zurückweichen. Also verdoppelten sie ihr Gelagter, spotteten lauter, schrien greller, das Unbehagen zu übertönen, das sich in ihren Mägen festsetzt. Was sie nicht wussten, jemand anders in der Bar erkannte dieses Dolch-Tattoo. Jemand, der wusste, was 182 wirklich bedeutet. Und dieser Mann schob bereits sein Handy aus der Tasche und wollte eine Nummer, die Hall in die still Raststattenbar rufen wird. Und wenn sie ankam, wird nichts mehr so sein wie zuvor. Die Bar hing in still nach den Worten des alten Veteranen. Abschlusslist. Zwei Wort, die Luft so dick machten, dass man kaum atmen konnte. Die Hand des Bikers lockert sich in seinem zerrissenen Hemd, Dr. Stolz krollte sich in sein Kehle. Stiers den alten Mann leichten der Brust, seinen Unbehagen hinter einem Hohngrinsen verbergend. Großes Gerede für jemanden, der nicht mal auf eigenen Beinen stehen kann. Das Gelagte kehrte zurück, lauter, rauer. Sie wollten ihr eigen Angst unter dem Lamm begraben. Doch egal wie sehr sie es versuchten, sie konnten die Ruhe in den Augen des alten Mannes nicht auslöschen. Sagte nicht zusammen, brach nicht. Nahm einfach seinen Kaffeebecher und trank. Der Dampf kräuselte sich wie Rauch von einem Schlachtfeld. In einer Nische nahe dem Fenster stellte ein Mann sein Gebell hin. War nicht mehr jung. Grauhaare schimmerten in seinen Schlafen, Augen scharf hinter der Brille. Lehnte sich leicht vor und starrte auf das Tattoo auf der Brust des Veteranen. Sein Haar setzte aus. Erkannte dieses Symbol den Dolch, die Zahlen. Das war nicht einfach ein Navy Seals Tattoo. Das war ein Zeichen, das mit Einsätzen verbunden war, über die man in Militärkreisen nur flüstert. Die Art, die nahe in die Nachrichten kam. Und 182 das war nicht einfach ein Saal. Es war ein stilles Mahnmal für Leben,
die auf Schlachtfelden genommen wurden, von denen die meisten Menschen nicht einmal wussten, dass sie existierten. Der Mann zog sein Handy heraus. Zögert, warf einen Blick auf die Biker, die wie Hyänen den alten Veteranen kreisten. Dan wollte ein Nummer. Leitingen tot, murmelt der Wirt nervös, der versucht, den Sheriff zu erreichen. Die Biker hatten früher damit geprahlt, die Telefonleitungen gekappt zu haben. Selbst der Mobilfunk war gestört, die Signalbalken schwanden auf Null. Doch der Mann am Fenster wusste etwas, das die anderen nicht wussten. Hat ein gesichert Nummer, ein Leitung, die immer funktioniert. Egal wo man war. Sein Finger zitterten, also auf Senden druckt. Die Stimme am anderen Ende war ruhig, wo bist du? Der Mann nannte den Namen der Bar. Sein Wort knapp, dringend. Sagte nur noch ein sich, bevor auflegt, Ziel Dolch. 182, die Leitung war tot. In der Bar kreisten die Biker den Veteranen. Einer bübt sich nach Herren und blies ihm roch ins Gesicht. Du glaubst wohl, wir kaufen die ab, dass du 182 Menschen getötet hast. Du schaffst nicht mal einen Telespeck. Die Augen des alten Mannes sagten auf. Keine Emotion, keine Hitze, ne kalte Wahrheit. Du glaubst, Tod ist es egal, wie alt du bist, wie schnell du laufst. Tod ist nur eins wichtig, ob du ihm ins Auge sehen kannst. Der Biker schwankte. Für einen winzigen Moment sah etwas in den Augen des Veteranen etwas, das in sein Kindheit zurückzog, zu Nächten, in denen aus Albträumen erwacht, die sich nicht erklären konnte. Presst den Kiefer zusammen und verbarg das Schaden in seinem Rücken hinter einem erzwungenen Lachen. Die anderen in der Bar lachten diesmal nicht MIT. Die Kellnerinnen waren blass geworden. Die Hand des Wirts zitterte so sehr, dass beinahe ein Glas fallen ließ. Irgendet was in die Wirten, und dieser Saal, hat den Raum verandet. Und dann geschah es. Ein tiefes Grollen draußen. Motoren. Nicht das Donnen Drohnen von Motorrädern, sondern etwas Schweres, Tieferes, Gleichmassageries. Die Art von Geräusch, das die Autorität rollte. Kopf verdrehten sich zu den Fenstern. Schwarz vor men fuhren vor, Reifen nörschten auf dem Kais. Zwei SUVs, poliert und dunkel wie Mitternacht, ihre getonten Scheiben verbargen, was darin saß. Die Biker runzelten die Stirn, ihr Überheblichkeit flackert zum 10 Mal, wer zum Teufel ist das, murmelt einer. Der Wirt lehnte sich vor, die Hand fest auf die Theke gepresst, das sind keine Einheimischen. Die SUV Türen öffneten sich. Stiefel trafen den Boden. Schwer, gemessen, diszipliniert. Acht Männer in Uniform stiegen aus, ihre Bewegungen präzis, ihre Präsenz befehlend. Die Bar verstummt. All Kopf verdrehten sich, als die Tür aufschwang. Das Team maskiert hierin und füllte den Raum wie Schatten des Kriegs. Ihre Gesichter waren hart, unlesbar, ihre Ausrüstung abzeichen hin, die Biker nicht kannten. Doch der alte Veteran erkannte sie. Navy Seals. Der Blick des Anführers schweifte durch den Raum. Blieb in dem alten Mann im Rollstuhl hängen. Für einen Moment brach die Maske aus Stahl auf, setzt durch etwas anderes, Respekt. Gab ein kaum merkliches Nicken. Der alte Veteran erwidert es nicht. Muss nicht. Der Anführer wandte sich den Bikern zu. Seine Stimme war ruhig, doch sie trug das Gewicht von Stürmen, tretet zurück von ihm. Die Biker erstarrten. Auf Trumpfen blutet aus unter dem Blick von Männern, die Kampf atmeten. Zum 10 Mal waren sie keine Raubtier. Sie waren Büt.
Die bar war noch nie so still gewesen, nicht einmal so sperrstund. Acht Navy Seals standen wie aus Stahl gemeißelt Statuen. Ihre Präsenz so beherrschend, dass selbst die Luft zuzogen schien. Der Anführer trat einen Schritt vor. Einen einzigen Schritt, und die Großspürigkeit der Biker schmolz zu stammelnder Star. Der alte Mann im Rollstuhl blinzelt nicht einmal. Trank den letzten Rest seines inzwischen kalten Kaffees, als war das hier ein ganz gewöhnlicher Dienstagmorgen. Einer der Biker fand schließlich seine Stimme. Hey, was soll das? Wir haben doch nur geredet. Seine Stimme brach auf halbem Satz. Der Seelanführer wandte sich ihm zu langsam und kalt, du hast einem Bruder die Hand angelegt. Nicht laut, nicht gebrüllt, sondern die Art von Ruhe, die Sturm in sich tragt. Trat noch einen Schritt. Jetzt waren sie nah. Zu nah für Behaglichkeit. Der Biker trat instinktiv zurück. Seine Stiefel schabten über den Holzboden. Ein anderer Seal bewegt sich auf den alten Veteranen zu. Niet nieder, neben seinem Rollstuhl. Sprach nicht sofort, so nur in die Augen. Dan sagte mit leiser Ehrerbietung, Herr, erlauben Sie, dass ich in Ihre Seat stiege. Der alte Mann gab das kleinste Nicken. Das genügt. Und in diesem Moment erkannte der Rest der Bar, das war nicht nur ein alter Veteran. Das war jemand Bedeutens, jemand Gefürchtets, jemand Unvergessenes. Der Anführer wandte sich wieder den Bikern zu, wisst ihr, wessen Hand ihr gerade angelegt habt. Keine Antwort. Wisst ihr, was 182 bedeutet. Noch immer Schweigen. Holt tief Luft, es ist keine Clubnummer. Es ist kein Straßencode. Es ist ein Abschusslist, vom Militär aus gutem Grund in schwarzer Tinte festgehalten. All Kopfer in der Bar drehten sich erneut zu dem Tattoo des alten Mannes. Das Schwarz Dolch, die Zahl 182 darunter. Die Lippen eins Bikers auf Nieten sich, sie sagen, hat 100. Unterbrach der Seelanführer. Und nicht von einem Stuhl aus, nicht von einem Schreibtisch vom Boden, dem Schlamm, feindlichem Gebiet, so tief, dass es auf keiner Karte verzeichnet war. Dann kam der erste echte Hieb. Ihr gesamter Trupp wird keine 10 Minuten überleben, wo dieser Mann ein Jahrzehnt verbracht hat. Dieser Satz traf wie ein Faustschlag in den Magen. Die Biker lachten nicht mehr. Ihre Blicke huschten so ausgangster wie die gefangene Tier. Der Wirt flüstert der Kellnerin hinter der Theke zu, warum stehen die noch? Der Seelanführer hört es. Dreht sich und sprach mit einer Ruhe, die man mit einem Messer hat schneiden können, weil wir den Dienstag noch achten selbst wenn Menschen tragen, die es nicht verdienen. Dann griff in die Tasche, zog ein Satellitentelefon heraus. Kein Mobiltelefon, ein schwarzes Militär-Satellitentelefon. Wollte eine Nummer, wartet und sagte dann 3 Sätze, Hauptkommissar Donner, hier ist grauer. 3 beamte aus ihrem Register haben in der Öffentlichkeit einen dekorierten Seal-Veteranen angegriffen. Ich ward. Wartet nicht länger. Die ganz behaart die gedämpfte Stimme am anderen Ende, konnte die Wort zwar nicht verstehen, doch was danach kam, war klar. Grauers Stimme wird messerscharf, verstanden. Ich ward auf ihr Laut. Die Haftbefehl wurden in die Ortstation gefaxt. Legte auf, dann sah die 3 Männer an, die den Veteranen gequält hatten. Herzlichen Glückwunsch, sie sind geführt und verhaftet. Der Raum verstummt erneut. Diesmal aber nicht aus Angst. Aus Staunen. Der zweite Großschlag traf Genohia, in weniger als 20 Minuten hat ein Mann, der nicht einmal gehen konnte,
die ganz bar dabei zu sehen lassen, wie drei uniformiert beamte ihre Karriere, ihren Ruf und ihre Freiheit verloren, ohne einen einzigen Finger zu rühren. Der alte Mann sprach schließlich. Sein Stimme war ruhig, fast gelangweilt, mein Herren, ich muss nicht gegen Juke kämpfen, weil ich bereits für Juke gekämpft habe. Dieser Satz schickte einen Schauder durch jeden Rücken im Gebord. Einer der jüngeren Seals ballte die Faust. War die ganz Zeit über still gewesen, doch jetzt trat vor. So denen, der das Hemd des Veteranen zerrissen hat. Dan knoll sein Faust traf den Kiefer des Mannes. Der Biker brach zusammen wie ein Sackstein. Der Raum brach aus, doch nicht in Chaos in Erleichterung. In Gerechtigkeit. Denn zum ersten Mal stand die Welt nicht auf dem Kopf. Zum ersten Mal gewann nicht nur der Gut, wird verteidigt. Der Wort wischte sich ein Train aus dem Orge, so es dacht ich nahe zu erleben. Der alte Mann sah die Seals kürzen, gab ein kleines Nicken des Danks, dann wandte sich wieder seinem Essen zu. Musst kein Wort sagen. Der Blick in seinen Augen sagte als, ich habe meinen Krieg schon gekämpft. Diese Haie. Das war nur das Frühstück. Der Biker, der den Schlag kassiert hat, lag stoned auf dem Boden und hielt seinen Kiefer. Seine zwei Kumpanen standen wie einschworen die, anschlussig, ob sie ihm auf helfen oder so tun sollten, als kennten sie gar nicht. Die Navy Seals hielten Wort, steinen und beständig, ihr Präsenz wie ein Mauer aus Eisen. Niemand in der Bar wagte es, so laut zu atmen. Der alte Veteran wischte sich ruhig den Mund mit einer Sowjet ab, als war nichts geschehen. Das hier war kein Chaos. Es war Klarheit. Schließlich rauschte das Funkgerät des Seal-Anführers. Ein Stimme nackte durch, ordentliches Revier bestätigt. Haftbefehl ausgestellt. Transport unterwegs. Die Wort besiegelten das Schicksal der Biker. Sie sahen einander und blass und hohlwangig. Einer versucht zu sprechen, Wort, wir wussten es nicht. Doch Unwissenheit war keine Entschuldigung. Nicht hier. Nicht heut. Der Seal-Anführer hob die Hand. Zwei seine Männer traten vor und fesselten die Handgelenk der Biker mit Kabelbinden. Das Geräusch des sich festziehenden Kunststoffs war in dieser stillen Bar lauter als Donner. All schauten zu. All wussten, das Gerechtigkeit wohlsogen wird. Und dann kam der Moment, der am meisten in Erinnerung bleiben wird. Einer der Biker der Lotest, derselbe, der das Hemd des alten Mannes zerrissen hat, fiel auf die Knie. Nicht durch Gewalt, nicht durch Schmerz, durch Erkenntnis. Sein Stimme brach, Herr, ich wusste es nicht. Der alte Mann nähte den Kopf, Augen ruhig, Stimme gleichmäßig, das war ich Fehler. Sie haben nie gefragt, wer ich bin. Sie haben einfach angenommen, ich war niemand. Die Bus spürte dies Wort wie ein Predeit. Die Biker wurden nach draußen geführt. Die SUV-Motoren donnerten auf, Türen schlugen zu, und innerhalb weniger Minuten waren sie verschwunden eskortiert in eine Dunkelheit, aus der man nicht zurückkommt. Drinnen hing die Stillschwör, bis der Wirt sein Glas hob und sagte, auf den alten Mann. Stühle schabten, Gläser hoben sich, Stimmen erhoben sich, auf den alten Mann. Der Veteran gab ein kleines Nicken des Danks. Lächelt nicht, prahlte nicht, bediet nicht im Ruhm. Rollte sich einfach zu seinem Teller zurück, nun kalt, und es den letzten Bissen, als war nichts gewesen. Denn für ihn ging es nicht um Stolz. Es ging im Prinzip. Und jede einzelne Person in dieser Bar verstand es, man misst stark nicht an Alter, Beinen oder Äußerlichkeiten. Man misst sie daran,
was jemand bereits durchgestanden hat. Wenn juk dies Geschichte so bewegt hat wie mir, mögt die ich von juk hören. Haben an dir juk jemals falsch eingeschätzt? Hat juk jemand angesehen und für schwach gehalten, nur später die Wahrheit zu erfahren? Teilt your Geschichte in den Kommentaren. Ich les jed einzeln. Und wer weiß wie legt ist die nächste Geschichte, die wir erzählen, jo. Und wenn ich glaubt, des Veteranen respektwürdigen, egal was, dann abonniert jetzt, damit ich den nächsten starken Beitrag nicht verpasst.